Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es um den 6. Teil unserer Domino-Reihe, unser Domino Run. Und jetzt geht es darum, dass wir das Animierte auf Kamera festhalten, dass wir das dann später ausgeben können. Und dafür müsst ihr eine Kamera einfügen oder wie ich habe es ja die ganze Zeit drin gelassen, kann ich die dann verwenden. Ich schließe aber mal eben alle Ordner hier, so dass ich dann auch wirklich nur die Kamera habe. Und dann können wir uns einen Punkt aussuchen, wo wir jetzt mal sagen, da wollen wir ungefähr starten. Das wäre jetzt hier, dass die Kugel dann nachher relativ mittig drin ist. Und da sagen wir dann jetzt mal Ctrl Alt 0 und damit haben wir die Kugel mittig in unserer Kamera ausgerichtet. Dann können wir bei der Kamera noch gucken, ob wir 50 Focal Length haben oder man kann den kleiner machen auf 53, dann sieht man mehr, oder halt eben auf 80, dann sind wir näher dran. Ich möchte jetzt erstmal, gucken wir mal auf 45, ja, na ich lasse 50. So, und dann können wir jetzt K drücken und setzen ein Keyframe für Location, Rotation und Scale. So. Und dann können wir jetzt sagen Leertaste fürs Laufen lassen und dann möchte ich, dass die Kugel weiter relativ mittig drin ist. Und deswegen gehen wir mal, da ist dann der erste, wird umgestoßen. Dann gehen wir runter, ziehen das auch ein bisschen mittig. So, und machen mit Key nächsten Keyframe. Und dann lassen wir das einfach mal ein Stück laufen. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir hier die Kamera weiter bewegen mit Maus und so weiter. Oder dass wir sagen F3, F3 und dann gibt es Walk eingeben und dann haben wir hier Navigation Walk und dann können wir hier mit der Maus die Sicht nehmen, wie bei einem Ego-Shooter, und mit den Pfeiltasten können wir dann gehen. So, jetzt gehen wir mal da so hin. Wäre cool, wenn das irgendwie noch schneller geht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. So. So. Da machen wir dann auch mit K einen Keyframe. Ups. Ne, erst Maustaste drücken, dann K, damit wir, und dann einen Keyframe. Und dann können wir das wieder noch ein bisschen weiterlaufen lassen und machen jetzt dann das Ganze wieder, F3, dann steht es oben, was wir als letztes verwendet haben, und wir laufen wieder weiter. Na, F3 ist, wenn man die Maustaste drückt, wie beim Ego-Shooter. So.
So, machen wir auch mal ein Keyframe. Nein. Nee. So, dann gehen wir wieder auf die Kamera und sagen K, K für Keyframe und dann machen wir weiter. So, dann gehen wir mit 0 nochmal wieder rein. So. So, machen wir mit K ein Keyframe. Location and Scale. Jetzt gehen wir nochmal wieder raus mit 0 und machen das, bis wir da oben ankommen. Das war ein bisschen weit. So, wird eine schnelle Bewegung. Da machen wir dann 0, gehen hoch, gehen rum bis nach da. Und machen dann die Kamera wieder auswählen und einen zweiten Keyframe. So. Und dann geht es jetzt weiter. Machen einen Keyframe. Lassen weiterlaufen. Keyframe. K und einen Keyframe. So, dann machen wir nochmal K, ein Keyframe. Und dann scrollen wir ein bisschen raus. So, machen einen Keyframe. Und jetzt sehen wir was wir vorhin auch schon ein paar Mal gesehen haben, dass das hier nicht dargestellt wird. Und das heißt, weil der ein Ende hat von der Sichtweite und das sind in dem Fall 100 Meter. Und wenn wir den jetzt hier auf 150 stellen in der Kameraoption, haben wir mehr. Und wenn wir 200 nehmen, haben wir noch mehr. Und ja, ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal auf 200. Wir haben den Keyframe, das passt. Jetzt wird der umgeschmissen. Und jetzt zu dem Punkt möchte ich jetzt nach da wieder etwas mehr hinzoomen. So, und ich mache den nächsten Keyframe. Dann lassen wir ein bisschen weiterlaufen. Machen wir bis nach da. Machen auch mit K wieder ein Keyframe. Und das müsst ihr dann für euch aussuchen, wie ihr das am liebsten haben möchtet. So, da machen wir jetzt auch einen Keyframe. Machen wir ein bisschen eher.
So, ne? So. Dann machen wir K. Dann drehen wir das Ganze. Machen mit K ein Keyframe. Und jetzt brauche ich macht das. Ja, ja, ist nicht so schön. Machen wir das. So, weil dann sehen wir, wenn er dann reinfällt. Dann machen wir wieder ein paar Frames weiter. So. Machen mit K ein Keyframe. Und machen dann auch ein K für ein Keyframe. K, Keyframe. Und jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Mit K ein Keyframe. Haben wir so. Und jetzt mache ich doch nochmal F3. Vielleicht klappt das damit etwas besser. So, machen wir mit K mal ein Keyframe. Jetzt gucken wir mal eben, wie das aussieht. So, machen wir F3. Und machen mit K noch ein Keyframe. Und damit würde ich sagen, ist das auch unser letzter. Jetzt gucken wir von Anfang an mal, wie es sich dann ausgeht. Dip. So, noch einmal. Ja, würde ich fast sagen, können wir so lassen, ne? Gucken wir noch einmal. Den Übergang, den finde ich ein bisschen ruppig, aber wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich es anders machen sollte. Gut, das würde ich jetzt so lassen. Ich speichere einfach einmal nochmal. Und dann geht es ans Rendern, damit wir nachher ein schönes Ergebnis finden.
Save. Und dafür sage ich jetzt mal den Ordner festlegen. Da muss ich dann jetzt, so, jetzt haben wir so viel hier schon, wird ein neuer Folder, den nenne ich jetzt Video 07 und speichern. Damit haben wir den Ordner, wir haben die 1800 Frames, wir haben die 60 Frames per Second, wir haben die Auflösung von 4K, wir haben Cycles, der Rest passt soweit auch. Hier gucken wir noch einmal, dass wir auch definitiv 1800 Frames gemacht haben. Dann der Rest passt. World haben wir das Fotostudio. Ja, würde ich sagen, sieht gut aus. Lassen wir das dann jetzt noch einmal speichern. Und dann sagen wir Rendern, Animation und dann hören wir uns wieder, wenn es fertig ist. Bis nachher. So, nach 8,5 Stunden sind wir fertig. Dann können wir das wieder schließen. Wir speichern noch einmal, ich setze noch einmal auf Frame 1, dann speichern wir noch einmal ab. Und jetzt erstellen wir mal die Animation, sagen neu, Video Editing und dann möchte ich das hier als Timecode haben, dann 4K, 60 Frames, 1800 und wir nehmen denselben Ordner, 7, genau, da haben wir alles drin. Und damit sagen wir Accept, klicken hier rein, sagen Shift A und dann Image Sequence, dann können wir wieder auf unseren Ordner gehen, scrollen einmal runter, drücken die Shift-Taste, nehmen die letzte und sagen Add Image Script und dann haben wir hier unsere Image-Sequenz. Dann kann man sich noch einen Sound theoretisch runterladen von dem Umkippen der Dominosteine. Das mache ich jetzt diesmal nicht. Ich möchte einfach nur die Animation haben, könnt ihr sonst auch selber machen. Und ich glaube, ich habe auch einen Sound schon mal runtergeladen und ausprobiert. Und ich glaube, ich habe euch den Link auch in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr nochmal nachgucken. Wenn ich es vergessen hatte bei den letzten, dann mache ich es jetzt nochmal mit. Und dann haben wir hier die Animation quasi fertig. Es läuft alles sauber durch. Dann geht der Fahrstuhl schubst wieder an. Ja, man könnte noch ein bisschen anpassen, dass es noch etwas besser passt mit der Animation. Aber im Großen und Ganzen sieht das, ja gut, das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Aber das kann man dann nochmal nacharbeiten. Aber das ist jetzt zuerst mal der erste Versuch. Und dabei will ich es lassen. Und ja, jetzt rendern wir das. Wir können noch einmal sagen Save as. Da nehme ich den 07 und mache dahinter Video. Und dann sagen wir Render-Animation.
So, damit haben wir die Animation auch fertig. Schließen wir das wieder und das Video zeige ich euch dann jetzt. So, das war's dann im Grunde mit mit der Animation, dem ersten Teil davon. Ich möchte jetzt noch ein paar weitere Domino-Sachen machen und bin dann gespannt, was ihr weiter dazu sagt, wie ihr das findet, und dann möchte ich das am Ende zusammen verbinden. Schauen wir mal, wie das wird, und dann kann man nochmal die Kameraführung oder so überarbeiten und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall hat mir das jetzt bis jetzt sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet auch was davon mitnehmen. Also lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!